There's a new cowgirl in town. Also wir sind jetzt in Waco angekommen und unsere Magnolia-Tour beginnt sofort. Ich wollte nur ganz kurz mal sagen, wie es dazu kam. Vor über 5 Jahren hat meine Schwiegermama eine Sendung im Fernsehen geguckt und ich habe mich gefragt, oh, was ist das denn Feines? Und da habe ich das erste Mal von Chip und Joanne gesehen, wie die Häuser renoviert haben. Und das fand ich so cool, dass ich angefangen habe, denen auf Instagram zu folgen. Und seitdem war es um mich geschehen. Und als wir dann unsere erste Texas-Reise geplant haben, meinte ich zu den Jungs, ich will unbedingt in diesen Ort nach Waco. Da ist sowas. Dann habe ich das versucht zu beschreiben. Und die dachten so, hey, was labert sie denn? Und meinten so, ja, Waco ist doch weltberühmt. Wegen dieser Sekte oder Kult oder was auch immer das war, die dann mit einer großen Schießerei endete. Davon hatte ich nie in meinem Leben gehört. Ich kannte nur Magnolia. Und wer das noch nicht kennt, den zeige ich jetzt, was da Tolles gibt. Hier, mit perfektem Merch ausgestattet. Denn zu dem? Ah, ist da der Rücken, das ist vorne. Ist das meine Farbe? Notizbücher. Ich liebe Notizbücher. Ich habe unendlich viele schon zu Hause, aber ich kann auch nicht stoppen, neue zu kaufen. Oh, das ist ja cool. So eine Step-by-Step-Anleitung. Oh ja. Oh. Malen ist ja cool. Da kann man mal so schön entspannen und runterkommen. Oh. Ich habe 2 ähnliche Tassen zu Hause. Mal gucken, ob ich das noch erweitere. Erweitere? Ja, erweitere. Oh Gott. Magnolia Home. Welcome. Wir sollten das eigentlich in Biggies Home umwandeln, weil hier gibt es so viele schöne Sachen, die wir sofort einpacken und mitnehmen. Und da wir uns ja sowieso neu einrichten müssen, perfekt. Ich bin im Heaven. Warum wir eigentlich ja auch hergefahren sind. Ich war diese Woche bei Target, da haben die ja auch eine Kooperation, aber da war nichts. Entweder ist das neue Sortiment noch nicht da gewesen oder es war schon alles weggekauft, deswegen musste ich natürlich zum Original. Und hier kann man echt alles so schön ausprobieren, sich aufs Sofa setzen, die Kissen fühlen, sich die ganzen Blumen, Gläser, alles anschauen. Ach, ist einfach toll hier. Die wissen, wie man verkauft. Ich habe natürlich auch schon was gekauft, ist ja klar. Was ich hier echt immer so toll finde, dass die so verschiedene Wohnräume nachbilden. Und dann kriegt man natürlich immer eine gute Idee, wie man sich das zu Hause gemütlich machen kann. Diesen wunderschönen Gläsern und den Untersetzern. Ja, und da wir ja auch neue Möbel brauchen, perfekt.
Ja, den würde ich erst mal nehmen als Schreibtisch. Und jetzt, wo das auch so mit den Augen, ne? Kann man auch schon mal. Ui. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass damals an der Ecke ein Bett stand. Und das fand ich voll cool, wenn man da die Silos sieht. Ja, ja, als kleines Fangirl weiß ich, erinnere ich mich. Wir haben uns jetzt hier die neue Kollektion angeschaut und jetzt gehen wir raus aufs Gelände, aufs Silo-Gelände und schauen uns da noch die ganzen anderen kleinen Stores an. Die haben da nämlich wie so einen Marktplatz. Und da gibt es noch einen Blumenladen, Laden für Seifen, Haushaltsgut und so weiter. Und da ist auch eine Kirche. Und das Coole ist, die haben diese Kirche aus dem Dorf geholt. Die haben tatsächlich eine alte Kirche irgendwo hier in der Nähe gefunden, die sie so toll fanden, dass sie die einfach mal auf einen Truck geladen haben und dann hierher gefahren haben. Und das sieht richtig toll da drin aus. Die haben das wirklich ganz originalgetreu, glaube ich, renoviert. Und es ist echt ein schöner Platz, da drin zu sitzen. Man merkt dann komplett den Unterschied, wie ruhig es da ist. Da ist sie, die Kirche, von der ich sprach. Die Kirche steht jetzt in einem anderen Dorf. Es ist heute auch wirklich voll hier. Wir waren mal in der Woche und da war das ein himmelweiter Unterschied. Aber gut, so ist das halt am Wochenende. Ne, mene, mu. In welchen Shop gehe ich zuerst? Let's go. Auswahl an Vasen und Blumen. Das sind zwar alles Kunstblumen, aber es ist alles so nachgestellt von dem, was Joe in ihrem eigenen Garten anpflanzt. Ich glaube, das sind Dahlien. Ja, das sind Dahlien. Da vorne sind, oh Gott, wie heißt die gleich? Vergessen. Ranunkeln, genau. Und die sehen für Kunstblumen richtig gut aus, finde ich. Haben wir schon genug Souvenirs von Magnolia? Ich glaube nicht. Da macht Ausmalen doch ganz anders Spaß. Hui. Die Kirche wieder. Da gehen wir auch noch rein. Will ich hier gar nicht sprechen, weil es ja eine Kirche. Aber jetzt sitzt ja auch eine Lady und telefoniert, deswegen ist es auch egal, ne? Aber man merkt wirklich den krassen Unterschied. Draußen ist so ein Gewusel und hier ist einfach so eine friedliche Ruhe. Das ist richtig schön. Und die Kirche sieht toll aus. Wirklich schön. Ship approved goods and beer. Wenn man hier reinkommt, merkt man sofort den Unterschied. Es riecht nach Männerparfüm. Natürlich gibt es extra die schönen Sachen für die Männer.
Und ich muss mal ganz kritisch anmerken, wir haben hier mal ein Cap gekauft, was wir dann in irgendeiner anderen Stadt wesentlich günstiger gefunden haben. Also, nicht alles ist original, aber der Preis ist heiß, ja. Spargelkerze. Das ist ja der Wahnsinn, das habe ich ja noch nie gesehen. Riecht wie Ziege. Es wird heiß hier. Und nicht nur, weil die Kreditkarte glüht. Spaß, wir haben noch nicht wirklich viel gekauft. Sondern weil es wieder heiß wird. So, wir gehen jetzt mal gucken, ob die Foodtrucks alle geöffnet haben. Das war nämlich beim letzten Mal nicht so. Hier sieht man einmal den Plan von diesem ganzen Gelände, wo wir uns gerade befinden. Wir sind gerade hier bei diesen Foodtrucks, kurz vor den Silos. Und wir sind hier lang gelaufen durch die kleinen Läden. Aber unsere Tour haben wir hier im Magnolia Press Coffee gestartet. Und dann kann man nämlich hier direkt durchlaufen ins Magnolia Home und dann hier raus auf den Platz, Kirche. Hier kann man noch Ball spielen. Wie heißt das Spiel? Ich habe Baseball. So eine abgespeckte Version, damit man hier von den wirklichen Bällen nicht erschlagen wird. Genau. Und jetzt gehen wir gleich noch zum Magnolia Market. Da gibt es auch noch mal Teller, Tassen, Gläser. Vielleicht finden wir da noch was Schönes für zu Hause. Da sind sie, die weltberühmten Magnolia Silos. So fing das damals alles an. Die haben das Gelände gekauft, wo damals diese Silos drauf waren, und dann haben die angefangen, nach und nach das hier zu erweitern. Und jetzt ist das wie so ein kleiner Shopping-Vergnügungspark für Ladies. Da sind wir. Wir sind eigentlich am Ende unserer kleinen Magnolia-Tour. Ich will nur noch mal ganz kurz hinter dem Silo in den Blumengarten. Aber sonst haben wir es geschafft. Das heißt geschafft. Aber es ist wirklich gerade extrem voll und es wird dann schnell zu viel mit der Hitze und so weiter. Aber ich habe einen Haufen neue Inspirationen. Neue Kollektion sieht gut aus. Ich habe das jetzt approved. Könnt ihr alle kommen und kaufen. Verweile jetzt noch mal eine Minute im Garten. Hier sind tatsächlich die echten Blumen, weil im Laden kann man immer nur Kunstblumen kaufen. Aber die halten ja auch länger, ne? Wir sind hier am brandneuen Schriftzug von Waco. Und zwar hat hier ein Künstler extra für die Silos das gemalt, also fürs Magnolia Imperium.
Das ist, glaube ich, nur ein paar Tage oder Wochen alt, also brandneu. Und ich stehe davor. Und jetzt schaue ich mir noch mal ganz kurz das Hotel von außen an. Ich stehe jetzt vorm Hotel von Magnolia. Die haben das ja vor ein paar Jahren hier komplett neu renoviert und aufgebaut. Und das ist einfach richtig cool. Da drin sieht es echt schön aus. Riecht richtig gut, wie immer. Da ist auch noch ein Restaurant und, glaube ich, Café dabei. Aber wir machen das heute nicht. Wir schauen uns das einen anderen Tag in Ruhe an. Und dann werde ich auf jeden Fall da noch mal eine Nacht schlafen. Weil ich unbedingt sehen will, wie die Zimmer aussehen und so weiter. Nicht nur aus irgendeiner Reportage, sondern mit meinen Augen.